Viele haben sich seit längerer Zeit schon ein Video zum Wirkstoff Lisdexamfetamin gewünscht, und egal, ob Sie nun selber betroffen sind oder eins Ihrer Kinder, in meinem Video erfahren Sie jetzt in Kürze alles, was Sie aus meiner Sicht dazu wissen sollten. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es immer, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Und beim Lisdexamfetamin sei als erstes mal zu sagen, dass es unabhängig vom Essen eingenommen werden kann. Das heißt, es ist ganz egal, ob man nun nüchtern ist oder was gegessen hat. Wenn das Kapselschlucken etwas erschwert ist, dann möchte ich einmal daran erinnern, dass Kapseln immer mit dem Kopf nach vorne geschluckt werden, weil die mit Luft gefüllt sind, schwimmen die immer oben auf der Wasseroberfläche. Und wenn Sie den Kopf in den Nacken legen würden, dann kann es schnell dazu kommen, dass die Kapsel im Rachen stecken bleibt. Und wenn man den Schluckvorgang mit vornübergebeugtem Kopf vollzieht, dann hilft das häufig weiter, dass die Kapsel als erstes runtergeht und mit Wasser nachgespült wird. Wenn das auch nicht hilft, dann ist es kein Problem, die Kapsel zu öffnen. Dabei kann der Inhalt in Speisen oder in Getränke reingegeben werden. Bei den Getränken kann man Wasser nehmen, man kann aber auch Apfelsaft oder Orangensaft nehmen. Oder man kann es auch auf Speisen einmal aufstreuen, wie zum Beispiel Quark oder Apfelmus. Aber hier sei einmal daran erinnert, dass es nicht irgendwo dann rumstehen gelassen wird, sondern man sollte wirklich ganz zeitnah, bestenfalls in den nächsten 10 Minuten, dann das Getränk oder die Speise konsumieren, und zwar als Ganzes, sodass man dann ganz sicher ist, dass der Wirkstoff komplett den Körper erreicht hat. Haben Sie mal eine Kapsel vergessen, dann ist es nicht sinnvoll, diese am Nachmittag nachzunehmen, denn wenn die Kapsel zu spät eingenommen wird, dann kann es zu vermehrten Schlafstörungen kommen. Das heißt, in dem Fall lassen Sie sie an dem Tag weg des Vergessens und machen am nächsten Tag dann wie vom Arzt verordnet weiter. Einmal jährlich sollte ein Absetzversuch unternommen werden, um einmal zu schauen, ob die Gabe weiterhin nötig ist. Das Lisdexamfetamin, das kann Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel eine Schläfrigkeit oder Schwindel, aber auch Sehstörungen. Und da liegt es natürlich nahe, wenn diese Symptome auftreten, dass dann kein Auto gefahren werden sollte. Sprechen Sie den Arzt bitte auf diese Symptome an, dass er mit Ihnen zusammen nochmal genau entscheidet, ob Sie nun Auto fahren können oder nicht. Im Moment ist Urlaubszeit und da ist eine Sache ganz wichtig, denn Sie dürfen nicht ohne weiteres Ihr Land verlassen. Hier in Deutschland braucht man dafür eine Bescheinigung, meistens von der Gesundheitsbehörde, dass Sie das Land verlassen können. Das heißt, das Ausstellen solch einer Bescheinigung von Ihrem persönlichen Arzt reicht nicht aus. Sie müssen sich das von einem Gesundheitsamt meistens oder auch manchmal in manchen Bundesländern von anderen Ämtern bescheinigen lassen. Und diese Bescheinigung, die Sie dann erhalten, die hat eine Gültigkeit von 30 Tagen. Also auch das sollte man immer mit einberechnen. In manche Länder, besonders im asiatischen Bereich, darf man hier und da mit dem Wirkstoff gar nicht einreisen, weil es sich hier um ein Betäubungsmittel handelt. Und da kann es sein, dass die Einreise sogar verboten ist. Damit Sie sich aber nun einmal genau informieren können, lege ich Ihnen einen Link einmal hier oben rein und hier unten in die Infobox. Der gilt natürlich nur für Deutschland, aber der gilt für alle Länder des Schengener Abkommens. Und ich denke, Schweiz und Österreich werden in dem Fall eine ähnliche Regelung haben. Vielleicht schauen Sie da bei Ihren landesüblichen Behörden einmal nach.
Zu Beginn, noch vor dem Ansetzen des Lisdexamphetamins, wird der Arzt bestimmte Untersuchungen oder Fragen stellen, denn unter dem Wirkstoff kann es zu bestimmten Nebenwirkungen kommen. Dahingehend möchte ich Ihnen nun mal einen kleinen Auszug geben, von denen ich denke, dass es für Sie am relevantesten ist. Als erstes kommt es unter dem Lisdexamphetamin gerne einmal zu Einschlafproblemen oder aber auch zu Durchschlafproblemen. Wenn das nun bei Ihnen oder aber auch Ihrem Kind plötzlich auftritt, dann kann das an dem Wirkstoff liegen. Wichtig ist, dass Sie das auch mit dem Wirkstoff in Verbindung bringen. Es kann auch zu Mundtrockenheit kommen, es kann zu Kopfschmerzen kommen. Aber was auch weit verbreitet ist und was etwa mindestens jeden 10. betrifft, ist, dass man unter dem Lisdexamphetamin einen verminderten Appetit hat. Eine weitere wichtige Nebenwirkung ist, dass der Wirkstoff auch Einfluss haben kann auf den Blutdruck oder aber auch die Herzfrequenz. Das ist der Grund, weshalb vor dem Ansetzen des Lisdexamphetamins diese Werte noch einmal gut überprüft werden. Aber im Durchschnitt steigt der Puls so in etwa um 3 bis 6 Schläge die Minute an und der Blutdruck in etwa um 2 bis 4 mm Hg. Das heißt, Sie sehen, das hält sich sehr in Grenzen, aber hat dann natürlich auch immer was mit der Wirkstärke zu tun. Der Arzt, der schaut auch nochmal, ob in der Familiengeschichte irgendwelche kardiovaskulären Erkrankungen vorliegen oder aber auch schon aufgetreten sind, denn das sind wichtige Informationen, die hier und da die Anwendung des Lisdexamphetamins ausschließen können. Für Sie als Patient ist nur wichtig, wenn irgendwelche Symptome auftreten, wie zum Beispiel Brustschmerzen oder im allerschlimmsten Fall eine Ohnmacht, die auf Herzprobleme rückschließen lassen könnten, dass Sie dann wirklich ganz zeitnah Ihren Arzt aufsuchen, denn hier ist es nicht ausgeschlossen, dass das Lisdexamphetamin die Ursache dafür ist und das muss dann unbedingt sehr zeitnah von einem Arzt abgeklärt werden. Auch die Psyche kann sich unter der Einnahme etwas verändern. Das gilt es immer gut unter Beobachtung zu haben. Und wenn Ihnen das bei Ihrem Kind oder sich selber auffällt, dann geben Sie dem Arzt auch die Rückmeldung darüber. Und wenn Sie jetzt einmal genau wissen möchten, welche Veränderungen das sein könnten oder Sie sich auch einmal dafür interessieren, welche Wechselwirkungen zum Beispiel das Lisdexamphetamin mit anderen Wirkstoffen machen kann oder aber auch wie die Wirkung überhaupt im Körper ist, dann empfehle ich Ihnen mein Video Lisdexamphetamin intensiv aus meiner intensiven Reihe. Den Link, den lege ich Ihnen einmal hier oben ins Bild und unten in die Infobox mit rein. Und ansonsten war es das schon von meiner Seite. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch darüber, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Damit unterstützen Sie meine Arbeit sehr. Vielen Dank dafür. Und ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal.